Hallo und willkommen zu einem neuen Video von der Kokon aus der Karibik. In diesem Video geht es um zwei Dinge. Erstens um unsere Fahrt von Martinique bis nach Trinidad. Das habe ich zusammen mit der Lilly gemacht, einer Freundin, die mich begleitet hat, die ganze Strecke. Und die zweite Frage, um die es geht, und das ist eigentlich auch ein bisschen die zentrale Frage: Wo bleibt eigentlich ein Schiff während der Hurricane-Saison, wenn es hier in der Karibik bleiben soll, zum Beispiel um eine zweite Saison ranzuhängen? Die Lösung für mich war Trinidad, aber warum das so ist, das werde ich in diesem Video erläutern, etwas später. Aber zunächst einmal fange ich an mit dem Segelteil. Es ist ja schließlich ein Segelvideo. Also viel Spaß mit dem Video und ich hoffe, dass auch die Informationen für den einen oder anderen interessant sind. Heute ist der 30. April 2025. Ich bin gestern Abend von Fort-de-France in Martinique hier nach Le Marin gefahren. Heute Morgen habe ich meine Sprayhood abgegeben. Da sind 2 Reißverschlüsse zu ersetzen. Und ich muss sagen, die haben tolle Arbeit gemacht. Sie haben alles fertig gemacht. Bis heute Nachmittag um 3. Ich habe es gerade wieder abgeholt und kann es montieren. Wenn die Sprayhood schon mal unten ist, nutze ich natürlich die Gelegenheit, das Gestänge sauber zu machen. Und auch der Überzug hier bei dem Griff, an dem man sich immer festhält, der muss neu genäht werden. Da hat sich die Naht geöffnet. Das mache ich jetzt natürlich auch gleich mit. In ein paar Tagen kommt Lilly. Die wird mich begleiten bis nach Trinidad. Oh, es regnet wieder in Strömen. Mit 32 Knoten Wind. Inzwischen ist Lilly angekommen in Martinique, leider ohne die Koffer. Die Koffer wurden zurückgeschickt nach Deutschland. Nach ein paar Tagen warten. Wegen der Koffer geht es jetzt los. So, kann losgehen. Du zeigst mir an, ja? So, der Anker ist oben. Wir fahren jetzt erstmal nach Le Marin zum Tanken. Yes, finally. Finally. Kommst gut vorbei an den Bojen, oder? Ja, Gut. ich gehe rechts vorbei. Ja. So, wir haben es endlich geschafft. Wir haben getankt, ohne dass es geregnet hat. In Le Marin sind jetzt in der Passage hier. Oder fahren in die Passage Richtung St. Lucia. Wir haben noch 18 Meilen vor uns. Das ist ja nicht sehr weit in die Rodney Bay. Es ist aber auch schon nachmittags nach 1. Also wir kommen heute vom Dunkelwerden gut an und das reicht. Ja, die Wellen kommen langsamer, die Atlantikwellen, aber wir haben Raumwind. Das läuft also alles ganz gut. Das Einzige sind eben die Squalls, die immer wieder kommen. Und da steckt wahrscheinlich viel Wind drin. Deswegen habe ich auch das Vorsegel nicht ganz ausgerollt und 2 Refs sind groß. Boah, abenteuerlich hier, kleines Unwetter. Ja, Wahnsinn. Es regnet schon wieder. Ein fetter Squall. Auf der Reise nach Bequia haben wir, nachdem wir in Martinique losgefahren sind, haben wir hier in St. Lucia Halt gemacht, in der Rodney Bay, vor Anker, ohne einzuklarieren. Und jetzt geht es weiter nach Süden Richtung St. Vincent. Wir haben relativ viel Wind, aber müsste eigentlich gut machbar sein. Jetzt ist 8:30 Uhr, wenn wir losfahren. Und wir haben ungefähr 60 Meilen vor uns. Dahinter sieht man, hinten im Hintergrund sieht man Pigeon Island. So, jetzt geht's los. Wir sind hier aus der Rodney Bay raus und jetzt entlang der Küste. Alles gut. So, hier entlang der Küste kann man natürlich noch hinten sitzen. Das ist keine Welle. Total angenehm. Und Lilly genießt's. Super. So langsam kommen wir an den Pitons an, hier dieses Wahrzeichen von St. Lucia.
Leider sehr wenig Wind im Moment. Wir werden mal die Maschine gleich anmachen, damit wir vorwärts kommen. Wir fahren jetzt bloß noch 2-3 Knoten. Mal gucken. Aber es geht hier trotzdem voran. So, wir gehen jetzt in die Passage von St. Lucia nach St. Vincent. Hinter mir, hier auf der linken Seite, ist der Gros Piton oder Gros Piton. Und ab jetzt geht die Küste hier weg von St. Lucia und wir gehen straight rüber in die Fassade. Wir haben ungefähr 16 bis 20 Knoten Wind. 2 Reps im Groß, Vorsegel voll ausgerollt, aber ich glaube, ich roll es ein bisschen ein gleich. Jedenfalls geht's gut dafür. Wunderbar. Wir sind jetzt hier in der Mount Wayne Bay in St. Vincent angekommen. Eine kleine Hütte ist da am Strand. Ein paar Locals sind am Strand, sonst nichts, keine Boatboys, gar nichts. Sehr schön. Am südlichen Ende der Bucht liegt schon ein Katamaran. So ein paar Locals mit ihren Fischerbooten. Einer taucht auch da in der Nähe, allerdings ohne Markierung oben. Es ist einfach schön hier und sehr ruhig. Keine Boatboys, nichts verstört. Jetzt haben wir einen fetten Schauer. Wir haben 25 Knoten Wind. Aber richtig. Vorne durch die Scheibe sieht man eigentlich gar nichts mehr. Halbes Boot. Wir bleiben nur kurz in Bequia und fahren dann weiter direkt auf die Tobago Keys. Von Bequia aus ist das ja nicht mehr sehr weit. Und? Was sagst du dazu? Sehr gut. Wunderschön. Die Nisten da. Ja, wir gehen wieder. Schal. Wahrscheinlich von den Vögeln. Meine Güte, es ist so toll hier. Unglaublich. Wir liegen da draußen vor Anker, sind hier in der Bar, in der Beach Bar. Leider ist jetzt schon Ende Saison. Deswegen ist kaum einer hier. Aber es ist wirklich super hier. Die Lobster-Saison ist vorbei. Der Lobster hat jetzt Schonzeit und so essen wir Local Food. Chicken oder irgendwas vom Grill. Und es ist sehr gut. Schmeckt und wir lassen es uns gut gehen. So, heute ist der 22. Mai. Genau. 22. Mai 2024. Wir haben uns entschieden, jetzt hier von den Tobago Keys wieder loszufahren. Es ist einfach zu unruhig hier. Ziemlich viel Wind. Und ja, vor allen Dingen auch unheimlich viel Schwell. Und wenn das Schiff so schwankt tagelang, dann ist hat man irgendwann mal die Nase voll. Ne? Wir fahren jetzt rüber nach Union Island zum Ausklarieren.
und danach direkt weiter nach Carriacou in die Turtle Bay zum Einklarieren. Und wie findest du das? Ja, ich stimme dir in allen Punkten zu. Also der Schwell geht einem echt an die Substanz und wir brauchen, glaube ich, dringend jetzt mal ruhigeres Fahrwasser. Und auch zum Schlafen würden wir es begrüßen, nicht von einer Ecke in die andere geschaukelt zu werden. Aber jetzt sind wir voller Optimismus, dass es in der nächsten Bucht besser wird. Und nichtsdestotrotz hatten wir hier einen sehr schönen Aufenthalt und war trotzdem auch sehr schön hier. Nachdem wir in Union Island ausklariert haben, fahren wir jetzt hier in die Turtle Bay in Carriacou. Und die Turtle Bay hat es sehr schwer erwischt. Hier sieht man auch einen Wrack am Ufer. Die ganzen Bäume an dem Hang sind runtergekommen. Überall Bäume umgeknickt, Palmen und so. Das hat schwer getroffen hier. Hier am Ufer sieht man die traurigen Auswirkungen eines Hurrikans. Das war der Hurricane Beryl im letzten Jahr, 2024, der zugeschlagen hat in Carriacou. Wie ich schon gesagt habe, geht die Hurrikansaison offiziell vom 1. Juni bis Ende November oder bis 1. Dezember praktisch. Und die Frage stellt sich, wann ist eigentlich die höchste oder die stärkste Aktivität zu erwarten von Hurrikans? Und in dieser Grafik, die ich jetzt hier zeige, sieht man das. Der gelbe Bereich sind die Hurrikans. Und da ist die stärkste Aktivität ist quasi Mitte September, also von Mitte August bis Mitte Oktober sind die meisten Hurrikans zu erwarten. Der gelbe Bereich sind die Hurrikans und der rote Bereich sind noch oben zusätzlich die Tropical Storms. Das ist ja so eine Art ein Sturm, aus dem ein Hurrikan werden kann. Das sind Daten, die sind von der NOAA auch über die letzten 100 Jahre gesammelt. Das heißt, wenn man vor Juni gibt es auch mal gelegentlich einen Hurrikan, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering. Ebenso praktisch im Dezember ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering, dass dann ein Hurrikan auftritt. Das finde ich ein ganz interessantes Bild. Man sieht also, wann wird es wirklich gefährlich. Für mich ist eine der zentralen Fragen, in welchem Jahr sollte man eine stärkere Hurrikan-Aktivität erwarten und in welchen Jahren eine weniger starke? Das ist gar nicht so einfach rauszukriegen, aber es gibt Untersuchungen von der NOAA aus Amerika, die sich mit diesen Phänomenen beschäftigt oder mit Wetterphänomenen im Allgemeinen beschäftigt. Und ich habe hier einen Artikel gefunden in bildungsserver.hamburg.de. Da sind praktisch diese Untersuchungen übersetzt und zusammengefasst und so weiter mit ganz vielen Referenzen. Und ich lese mal einen Artikel vor oder einen kurzen Abschnitt vor, der genau sich mit dieser Frage beschäftigt. Im Wesentlichen geht es darum, dass unser Wetterphänomen auf dem Atlantik oder auch in der Karibik, generell auf dem Atlantik, von dem Wettergeschehen im Pazifik beeinflusst werden. Und im Pazifik gibt es im Wesentlichen zwei große Wettersysteme oder zwei unterschiedliche Wetterkonfigurationen. Das eine sind El Niño und das andere ist La Niña. Die beeinflussen die Wassertemperatur im Pazifik und auch die Winde, die Passatwinde und die Strömung im Pazifik und so weiter. Jetzt ohne darauf näher einzugehen, was das ist, beeinflussen diese Wetterphänomene auch den Atlantik. Und das ist hier gut zusammengefasst. Ich lese mal vor. Ja? Also, seit dem Jahr 2000 gab es im tropischen Atlantik 3 Hurrikansaisons, in denen besonders viele und intensive Hurrikane auftraten, von denen einige starke Zerstörungen bewirkten. 2005, 2017 und 2020. In allen 3 Fällen schwächte sich ein El Niño ab und es entwickelte sich fast gleichzeitig mit den Hurrikanen La Niña-Bedingungen. Während eines El Niños bilden sich über dem Atlantik stärkere Westwinde in der Höhe und stärkere Passate, wodurch die vertikale Windscherung verstärkt und die Hurrikanaktivität unterdrückt wird. Also, El Niño-Jahr heißt
stärkere Passatwinde, aber schwächere Hurricane-Saisons. Das total interessant. La Niña besitzt eine entgegengesetzte Wirkung. Über der Karibik und dem westlichen tropischen Atlantik bildet sich ein Hochdruckrücken in der Höhe, wodurch schwächere Winde und eine geringere Windscherung auftreten, was die Entfaltung von Hurrikanen begünstigt. Also La Niña hat weniger starke Passatwinde im Atlantik, aber stärkere Hurrikane. So, und das ist genau das, was ich schon ewig gesucht habe. Das ist eine super Zusammenfassung. Viele Schiffe bleiben die Hurricane-Saison über in der Karibik. Und um hier zu bleiben, gibt es im Prinzip 4 Alternativen, wo man bleiben kann. Das ist erstens Trinidad Tobago, aber dort im Wesentlichen Trinidad und in Chaguaramas, wo es 3 große Werften gibt, bei denen man an Land das Schiff stehen lassen kann. Und wo die auch viele Arbeiten machen. Daneben ist im Prinzip noch Grenada, wobei Grenada relativ selten von Hurricanes getroffen wird, aber es gab es schon. Das sind Leute, die dann auf ihrem Schiff bleiben, vor Anker bleiben und auf dem Sprung sind, falls irgendwas kommt. Also, ich sage mal im Wesentlichen Trinidad und dann die ABC-Inseln, dort im Wesentlichen Curaçao, dann in Guatemala den Rio Dulce und Panama. Und zu all diesen 4 Bereichen werde ich jetzt gleich mal was sagen, wenn wir uns die Zugbahn der Tiefs oder der Hurricanes anschauen. In dieser Grafik sieht man, wo die Hurricanes entstehen. Es gibt 2 Entstehungsgebiete. Das eine ist westlich der Kapverdischen Inseln und das andere ist in der Karibischen See. Und die weißen Pfeile zeigen die wahrscheinlichsten Zugbahnen der Hurricanes. Der blaue Bereich, da ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass ein Hurrikan zuschlägt. Die grünen Bereiche, da ist die Wahrscheinlichkeit schon höher. Und in den roten Bereichen, dort ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass man auf Hurrikans trifft. Ausgehend von diesem Bild mit den wahrscheinlichen Zugbahnen der Hurrikans zeige ich jetzt mal die 4 Gebiete, wo die Segler sich meist zurückziehen. Das ist zu einem Trinidad. Das liegt außerhalb des Hurrikangürtels. Dann die ABC-Inseln, die sind noch leicht betroffen in dem blauen Bereich. Ganz klar außerhalb liegt Panama. Das ist auch versicherungstechnisch meist abgebildet als außerhalb des Hurrikangürtels. Und der Rio Dulce ist auch wieder so leicht in dem blauen Bereich und eventuell betroffen von Hurrikans, die in der Karibischen See entstehen. Ich selbst habe mich dazu entschieden, in Trinidad zu bleiben, dazu nachher noch etwas mehr, aber zunächst einmal fahren wir weiter über Grenada bis nach Trinidad. Von der Turra Bay geht es wieder weg. Wir sind ja ein bisschen jetzt in Zeitnot, vielleicht nicht gerade, aber wir müssen vorwärts kommen. Wir fahren nach Grenada, bleiben dort nur kurz vor Anker an der Spitze, an der Südwestspitze an der Magazine Beach in Grenada. Fahren dann direkt drüber. Übrigens, die Überfahrt ist nicht so einfach. Das hat starke Strömungen, die nach Westen setzen, bis 2 Knoten ungefähr. Und fahren dann bis nach Chaguaramas in Trinidad, wo wir spät abends ankommen. Chaguaramas selbst ist nicht sehr schön. Es ist auch geprägt durch die Ölindustrie. Draußen sieht man auch Ölplattformen, aber es gibt ein paar Ecken, die ganz schön sind. Hier zum Beispiel die Scotland Bay. Die ist praktisch direkt in der Durchfahrt, wenn man vom offenen Atlantik kommt und nach Chaguaramas fährt. Leider ist es so, dass dort ganz viele Locals am Wochenende kommen mit ihren Motorbooten und ganz, ganz lauten Ghetto-Blastern oder mich laute Musik machen. Ansonsten ist die Bucht nämlich sehr schön. Man kann relativ weit reinfahren. Und wenn es ruhig ist, hört man die Brüllaffen im Urwald. Es ist mitten im Urwald gelegen. Es ist wirklich sehr, sehr schön. Die Zeit ist gekommen für Lili. Die fährt jetzt wieder zurück. Der Shuttlebus von Peaks bringt sie bis zum Flughafen. Und ab jetzt bin ich erstmal allein. Die Lili ist jetzt weg. Und bin
zurückgefahren zu meinem Boot mit dem Beiboot und habe gesehen, dass sich Fischer direkt neben mir niedergelassen haben, so 5 Meter neben mir ungefähr. Dann haben sie noch ihren ganzen Müll über Bord geschmissen, Plastikmüll, alles rein ins Wasser. Furchtbar. Ich meine, man kann arm sein und trotzdem umweltbewusst leben, aber das ist denen, glaube ich, völlig fremd. Oder vielen. Die ganze Bucht ist sowieso völlig verdreckt. Überall schwimmt Plastikmüll rum an Land. Es ist auch nicht besonders beschaulich. Lili hat mir erzählt, dass sie überall vorbeigekommen ist an Dreck, an Schutt, an Ruinen, an rumliegenden Autos, Kühlschränken. Furchtbar. Und hier in der Bucht von Chaguaramas, muss man ein bisschen aufpassen, in der Bucht von Chaguaramas ist es wirklich nicht so, dass man da unbedingt Urlaub machen muss, sondern man bringt sein Boot hierher, um zum Beispiel die Hurricane-Saison zu überbrücken. So mache ich das ja auch. Aber ja, so freiwillig hier bleiben ist schlecht. Also ich fahre jetzt ein Stück weg, 3 Meilen weg. Ich habe den Anker auch geholt, der hatte sich erstmal am Grund an irgendwas verfangen. Aber ich habe ihn rausgekriegt. Fahre jetzt in die Morris Bay. Das ist so 3 Meilen weg. Und da müsste es eigentlich ruhig sein. Es ist unheimlich heiß, schwül, kaum Wind. Und man steht die ganze Zeit praktisch unter Schweiß und weiß gar nicht wohin. Eins muss ich aber auf alle Fälle sagen, dass die Werften hier sehr vernünftig sind, sehr gut sind. Ob das Peaks ist, ob das Powerboats ist, es gibt noch eine dritte, habe ich jetzt vergessen, wie die heißen. Das lohnt sich wirklich, dass man, wenn man dort in die Werft gehen kann, dass man da in den Werften weiß, dass man gut aufgehoben ist. So von hier sieht es ganz gut aus. Überall stehen Villen am Ufer. Man muss bloß aufpassen, der Grund nimmt wohl sehr schnell ab. Also mal schauen, wo ich da was finde. Also hier ist es wirklich sehr schön. Neben uns liegt ein irrsinnig tolles Schiff. Und hier nach hinten sieht man die Bucht, hinter uns liegt noch einer. Überall am Ufer sind Villen. Und es ist wirklich sehr schön hier, auch sowas, was man da vorne sieht. Sieht sehr gut aus. Ich bin wieder zurück in Chaguaramas, liege hier am Steg direkt neben dem Slipway. Chaguaramas regnet es sehr viel, sehr oft und sehr intensiv. Manchmal ist es gar nicht so schlecht, dann wird das Schiff entsalzen. Es gibt einen Taucher, der bei jedem Schiff überprüft, ob die Gurte richtig positioniert sind. Das ist natürlich sehr beruhigend. Innerhalb von 2,5 Wochen sind unheimlich viele Barnacle, die sich auf den Rumpf gesetzt haben. Weil vorher war der Rumpf total sauber. Ich habe mich dazu entschieden, zu Peaks zu gehen. Es gibt ja 3 Werften, Peaks, Powerboats und Coral Cove in Chaguaramas, also in Trinidad. Peaks und Powerboats sind sehr ähnlich. Die Service ist ein bisschen unterschiedlich. Zum Beispiel Peaks hat einen kostenlosen Shuttle-Service zum Airport. Und wenn man weiß, dass der 1 Stunde mit dem Auto entfernt ist und dass das Taxi ungefähr $100 kostet, dann ist das schon nicht unerheblich. Und das gilt also auch für die Besatzung und so weiter. Das heißt, da fahren täglich Shuttle. Ein Shuttle fährt täglich hin und her und holt die Leute ab, auch zeitgerecht zu den Flügen. Ich habe mich, wie gesagt, für Peak entschieden und habe dort das Schiff komplett zudecken lassen mit einer Plane, weil in Trinidad regnet es sehr viel. Zweitens habe ich eine Air Condition geordert, die wird hier praktisch provisorisch eingebaut und die läuft durch und wird auch überwacht, dass sie durchläuft, um dem Schimmel entgegenzuwirken, weil durch die hohe Luftfeuchtigkeit kann so ein Schiff natürlich, wenn es alleine gelassen wird, über Monate schimmeln. Als drittes habe ich Hurricane Cradles geordert. Das ist eine Hurricane-Verspannung. Da wird das Schiff verspannt, rechts und links. Und als ich wiedergekommen bin nach diesem Aufenthalt, nach der Hurricane-Saison,
war das Boot tipptopp in Ordnung, war sauber. Unten, es war kein Schimmel, gar nichts. Es hat nicht gerochen, nichts. Ich hatte ein paar Arbeiten machen lassen, zum Beispiel Unterwasserschiff streichen und so weiter. Hatte mein eigenes Anti-Fouling schon dabei. Und all das ist termingerecht erledigt worden und gut erledigt worden. Auch das Schiff polieren und so, das habe ich alles machen lassen dort. Und das haben sie alles sehr, sehr gut gemacht. Also da kann ich nur sagen, diese Dinge funktionieren. Und was auch bei Peaks, bei Powerboat weiß ich nicht, aber was bei Peaks auch gemacht wird, ist, die bereiten die gesamte Einklarierung vor. Das heißt, man schickt alle Daten vorher hin und dort werden alle Papiere vorbereitet für Immigration und Zoll und so weiter. Die werden also ausgedruckt. Das heißt, wenn man dort ankommt, bekommt man alles ausgehändigt und kann direkt zur Immigration gehen. Und das beschleunigt den Prozess ungemein, weil in dem Raum der Immigration sitzen immer sehr, sehr viele Leute, die ganz, ganz viele Formulare ausfüllen mit Durchschlagspapier und so weiter in x-facher Ausführung und so. Und das kriegt man dort alles vom Peak zumindest mit. Powerboat weiß ich nicht, ob die das machen. Und Coral Cove weiß ich auch nicht. Und das erleichtert das Einklarieren und übrigens auch das Ausklarieren ungemein. Das ist auch mal ein wichtiger Punkt, glaube ich. Gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr bleibt dran und sag von hier ciao von der Kokon und ich hoffe, ich sehe euch wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.